Ich zeige dir heute die Anleitung für eine Zauberkarte. Du siehst, du bist die Farbe im Alltagsgrau, eben noch schwarz-weiß und auf einmal ganz bunt. Wie die Karte gebastelt wird und wie die Mechanik sich zusammensetzt, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wir sind mittendrin im Demo-Doppel. Annalena und ich zeigen Ideen zu einer Produktreihe und einem Produktpaket von Stampin' Up! Oder wie in diesem Fall zu einem Thema, nämlich zu Blumen. Also ein bisschen stiefmütterlich behandelt bei mir. Wir haben uns aus dem Jahreskatalog Stanzen und Stempel ausgesucht. Die sind sogar zusammen auf einer Doppelseite. Verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Und letztens gab es dazu eine Verpackung. Heute gibt es eine Kartenfalttechnik. Die Zauberkarte wurde gewünscht und natürlich machen wir die auch. Ich habe da schon mal eine gemacht, in gewisser Weise andersrum. Wie diese gebastelt wird, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst nicht viel, vor allem Konzentration, zumindest ist das für mich so. Ja, und dann geht es auch schon los. Ich werde mit dem Stempelset Petal Park und etwas Besonderes, da habe ich den Spruch rausgefunden, du bist die Farbe im Alltagsgrau, arbeiten. Und Farben haben sich so ergeben, dass ich jetzt auf dem Arbeitstisch hatte ich noch von einem anderen Projekt die Limette stehen. Sommerbeere kommt dazu und Fräsienlila. Ein Stück Designerpapier habe ich verwendet aus dem Set Meisterhafte Werke, glaube ich. Das gehört in diese Produktreihe rein. Aber jetzt sage ich dir erstmal die Maße für die Mechanik und für die Karte. Die Grundkarte ist 14,85 x 21 cm groß. Das heißt, du hast ein halbes A4-Blatt. Falls es bei 10,5, dann habe ich ein Stück Designerpapier aufgeklebt auf meine Vorderfront. In dem Fall in der Größe 10 x 14,3 cm. Und ich habe mir auch schon eine Stanzform genommen. Ich habe mit verschiedenen ausprobiert. Am passendsten fand ich jetzt die Rechtecke mit Büttenrand. Übrigens im neuen Mini-Katalog, der ab September gilt, gibt es auch Kreise mit Büttenrand. Freue ich mich total. Und auch schon richtig groß und natürlich klein. Also tolles Set. Siehst du dann ab September. Jetzt aber erstmal zu den Rechtecken mit Büttenrand. Ich habe das schon mal ausgestanzt. Ich habe das mittig aufgelegt und dann einfach durch die Stanzmaschine gekurbelt. Jetzt hoffen wir, dass das Feld rausgeht. Das geht raus. Hier wird gefalzt. Und unsere Karte wird nach oben offen sein. Wir brauchen ja diese Ziehmechanik und die läuft dann gleich hier oben raus. Ja, das ist die Grundkarte, die wir soweit schon vorbereitet haben. Die legen wir uns schon mal so beiseite. Und dann für die Mechanik ein Stück Farbkarton. Ich habe nochmal weiß verwendet, macht Sinn, wirst du gleich sehen. In den Maßen 20 x 13 cm. Das Ganze auch mittig gefaltet. Hier brauchen wir diese Fläche nachher oben, müssen wir uns aber noch zurecht basteln. Machen wir gleich. Und dann ein Stück Farbkarton in Grundweiß und ein Stück Klarsichtfolie. Gibt es auch im Katalog. Beides zugeschnitten, da habe ich ein bisschen variiert. In der Höhe in dem Fall 10 cm. In der Breite habe ich mich jetzt entschieden, dass wir auf 11 cm gehen. Also das Stück ist 11 x 10 cm. Außerdem brauchst du einen kleinen Streifen, ich sag mal 12 cm breit und 1 cm. Du könntest ihn auch 0,5 haben, aber dann kann man ihn so schlecht handeln. Also ich bin bei 1 cm und damit ganz gut. Das beides wird nachher hier rein und raus geschoben. Und du siehst schon, die Zauberei ist natürlich eine tolle Sache. Aber ich kann es ja nicht wirklich. Es entsteht dadurch dieser Farbwechsel, dass ich da mit Folie arbeite. Wenn ich mit Folie arbeite, du hast es dir schon gedacht, vielleicht brauchen wir dann auch mal neben Memento auch Stays On. Ob ich wirklich das Memento verwende, weiß ich noch gar nicht. Das wird sich finden, merkst du dann. Einen kleinen Streifen Designerpapier habe ich mir noch zugeschnitten auf die 11 cm mal 1 cm. Den brauche ich zur Verzierung. Außerdem für dieses Set die Stanze mit den Blumen. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich bastel mal erstmal die Mechanik noch fertig und dann wird gestempelt. Stays On ist so eine spezielle Sache mit Stempeln. Mein Kissen ist gerade auch nicht so wirklich top, habe ich festgestellt. Ich nehme hier mal das Stück Papier. Oben ist die geschlossene Kante. Gefalzt war es ja bei 10 cm. Und ich setze mir
mit Lineal eine Markierung bei 1 Zentimeter. Das wird mein Steg und hier drüben bei 12 cm. Dann habe ich links und rechts 1 cm stehen für die Halterung. Außerdem mache ich einfach, das sehe ich dann wahrscheinlich nachher besser, hier noch ein quer bei 1 cm. Werden aber gleich mit unserem Hilfsmittel, mit dem Papierschneider arbeiten. Das ist lediglich, weil ich es schlecht sehe. Ich schneide hier schon einmal 1 cm, sage ich mal, von der Seite, also 1 cm und 1 cm in die Tiefe. Nehme jetzt den Papierschneider, lasse es so doppelt. Setze mir hier meinen Haken bei 1 cm etwa, lege bei 1 cm an und ziehe rüber. Und da ich es nicht genau sehe und aber nicht zu weit schneiden möchte, schneide ich den Rest mit der Schere. Moment. Es hat meinen Haken aus dem Papierschneider gehauen und ich habe mir schon neue Haken gekauft. Die gibt es jetzt im Mini-Katalog, glaube ich. Oder ich glaube, es kann auch exklusiv online sein. Du kannst jedenfalls, wenn du deine Falzklinge bei deinem Papierschneider Tatsache es nicht mehr macht und nicht mehr schafft, dann kannst du die austauschen. Melde dich einfach bei mir. Okay, das legen wir hier rein. Nachher unsere Mechanik auf unserem Papier. Das kommt jetzt. Okay, ich habe also die Folie, lege ich beiseite und das Motiv. Und jetzt setze ich mittig, das sind hier so zusammenhängende Motive. Ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt Tatsache mal andersrum. Ich spare mir mal einen Arbeitsschritt. Mal sehen, ob es klappt. Ich setze also nicht die Konturen auf mein weißes Papier, sondern nur die Farbe. Wo habe ich die Blöcke? Ich habe schon mal was vorbereitet. Kennen wir schon. Das ist der Block. Und die Farbe. Das zweite Block. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin total gespannt. So, die Farbe nehmen wir also jetzt hier das helle Grün, das Limette. Tragen das gut auf. Und setzen jetzt mittig unser Motiv auf. Sie sieht es wieder nicht so gut, aber das kennen wir schon. Einmal mittig aufgesetzt und abgehoben. Es ist ein leichtes Stück nach links, macht aber nichts. Ich glaube, das sieht trotzdem. Der Rest kommt später. Großen Block brauchen wir wieder, also setzen wir das nur beiseite. Und dann nehmen wir die Blüten und dann nehme ich Sommerbeere. Und setze das dahin, wo ich denke, dass die Blüten sitzen. Es hält nicht gut, aber jetzt hält es. Okay. Muss ich einmal gucken. Ich muss es also doch andersrum setzen. So, einmal gedreht. Hier ist die große Freifläche und da die zwei kleinen. Mal sehen, ob das funktioniert. Und da setze ich das mal so, wie ich denke, dass es kommt, dazwischen rein. Passt gut, sieht gut aus. Wird geputzt. Und ich habe ja gesagt, wir sparen uns einen Schritt. Wir machen nachher vielleicht noch ein bisschen mehr Deko. Einfach Lust auf mehr Deko, genau. Haben den Stempelblock geputzt und arbeiten jetzt mit Stays On. Mein Stays On ist so, dass ich es meistens frisch auffüllen muss, damit es gut läuft. Das zu testen. Ich habe es vorhin frisch aufgefüllt. Nehme ich mir mal ein Schmierblatt und lege mir das hier unten hin. Hole mir das Stays On und schaue mal. Es läuft. Ich muss gut die Farbe überall rankriegen. Hast ja gesehen, bei mir gab es vorhin so ein bisschen Schmiererei. Das muss natürlich nicht sein. Zu viel soll auch nicht. Und jetzt kommt die Folie ins Spiel und die lege ich mir, Farbe ist trocken, hier Tatsache, genau, exakt oben auf. Und dadurch muss ich nicht Stamparados oder sonst irgendwelche Hilfen verwenden. Ich kann das Tatsache in einem Schritt stempeln, wenn ich es jetzt gut passiere, ne? Also gut aufpasse. Ich muss nochmal testen. Wir schauen, wir probieren es einfach. Und jetzt setze ich das genau auf als Konturen um die Blumen drumherum, die ich farbig gestempelt habe. Ich bin etwas verrutscht, das macht nichts. Ich schiebe das jetzt einmal hoch und werde nachher ein Stück abschneiden. So viel Differenz hat er. Ich hoffe, dass ich mich jetzt einfach bei den Blättern exakter beim Stempeln benehme. Das kriegst du selber besser hin, ich eigentlich auch, wenn ich den Kopf übers Bild halte. Aber das wollte ich ja nicht. So, dann bei Stays On dran denken, du brauchst einen extra Reiniger. Das mache ich jetzt nur mal ganz schnell. Ich trage das hier auf. Ich werde das später nochmal ausführlicher putzen, dass ich das wirklich ganz sauber habe. Das ist wichtig, weil wir wollen ja keine Stempelfarbe miteinander mischen. Das dauert dann, wie gesagt, noch ein kleines bisschen.
bis ich das länger, also ich muss es einfach ausführlicher putzen. So, jetzt kommt hier mein Blätterwerk dazu und auch das arbeite ich jetzt mit Stays On durch auf die Folie. Und dadurch passiert eben das, was wir wollen, dass wir am Ende zaubern können und die schwarzen Konturen mit Farbe füllen. So, jetzt wird nochmal geschoben. Ich schaue, dass ich das jetzt wirklich sauber hinkriege. Mein Motiv liegt genau auf. Die Blätter kommen dazu. Ich lege oben auf und schaue, dass ich den richtigen Winkel erwische. Du kannst das garantiert besser als ich. Drücke das gut an. Hebe das ab. Es ist nicht 100% gedruckt. Das war das, wo ich sagte, mein Stays On ist nicht so perfekt. Ich versuche das nochmal. Ich lege das nochmal auf, weil ich finde einfach, es ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ne? Sagen wir mal so. Dafür habe ich jetzt Stays On auf der Arbeitsfläche. Ich nehme dann mal die Stempelmatte und lege sie mir Tatsache unter. Dann habe ich einen kleinen Widerstand. Dann druckt es besser. Und jetzt ist das Problem, dass ich da punktgenau nochmal drauf kommen muss. Du kannst das schon mal abbuchen unter Aus Angelas Fehlern lernen. Du wirst es in jedem Fall besser hinkriegen und ich mache hier einfach einen auf Schmierpapier. Abziehen, es ist besser und ich habe es fast getroffen. Ich bin zufrieden mit mir. Die Putzerei mache ich später. Stays On geht beiseite. Das ist schon mal gut. Du weißt ja, bei unserem Demo-Doppel, Annalena zeigt am Anschluss etwas. Deswegen bin ich so ein bisschen mit der Zeit. Ich will in 30 Minuten fertig werden, aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus und danach würde ich einfach empfehlen, schau dir an, was Annalena zeigt. Unbedingt im Anschluss gleich. Ich habe schon wieder was Tolles gesehen. Ich sehe immer nur vorher, wie es geplant ist. Und dann, wie schon letzte Woche, kannst du dich auf ein tolles Video freuen von Annalena. Ich komme jetzt mal hier noch einfach mit der Mitteilung, dass es noch ein bisschen mehr geht, weil wir kolorieren das ja farbig. Und so, wie gesagt, da geht noch was. Deswegen mache ich hier einfach noch mal ein extra Motiv zwischen. Und um das Limette, nee, nicht Limette, ne? Also völlig mit Limette im Kopf. Ich habe letzte Woche eine Serie mit Limette gemacht, mit den kleinen Vögeln da. Du weißt schon, die lesen können und so. Da üben wir auch noch mal, dass wir das exakt da drauf kriegen. Ja, das ist dann perfekt. Wenn wir einmal sagen, wir üben, dann läuft das. Das ist super. Da oben habe ich ein bisschen geschlampt. Lassen wir so. Wird schön bunt in jedem Fall. So, jetzt schauen wir mal, ob uns das so, wie wir das wollen, das ist inzwischen getrocknet, legen wir das Ganze übereinander. Konturen drauf. Wir wissen, oben schneiden wir was ab. Jetzt ist es Tatsache schön bunt. Und dann, so, sehr gut. So, ein bisschen ausmitteln. Sie mittelt aus. Die Mischung ausbringen. So ist gut. Genau. Und dann haben wir das Bunte. Wir sehen ja vorher nur das Schwarz-Weiße. Jetzt überlege ich noch, wo oben und unten ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich drehe es einmal um. Aber ja, ich drehe es Tatsache einmal um. Das mache ich jetzt, indem ich das mal hier rein teste. Ich lege mal nur die eine Schicht, lege das mittig ein. Ich glaube, so rum liegt es besser. Ne? Ja, so ist gut. Okay, jetzt setzen wir aufeinander. Ich nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband und setze hier oben eine Kante. Lege ich an, ziehe ich ab. Und dann ist der Moment, wo ich die Folie wirklich fixiere. Und das mache ich jetzt mal von oben nach unten. Aufpassen, dass es gut übereinander liegt. Lege das. Wenn ich zufrieden bin, schiebe ich es oben, klebe ich es fest. Und da das jetzt hier oben die Kante ist, sehe ich, es ist, wie gesagt, wieder, das kriegst du alles exakt dahin, so dass ich hier ein kleines bisschen abschneiden muss an meiner Kante. Und das Ganze in sich wieder korrigiere. Hier unten noch ein bisschen Folie ab.
Weil ich fast glaube, das wird so laufen. Wir lassen es erstmal so. Da oben kommt jetzt ein Stück Designerpapier, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, nochmal drüber, um das zu versäubern. Kleben wir das gerade auf. Das doppelseitige Abreißklebeband ist 6 mm und ein Streifen von 1 cm wird es dann wirklich gut überdecken. Das setze ich hier oben bündig auf, schneide den Rest ab. Und dann hatte ich ja gesagt, ich brauche noch einen Streifen von 1 cm mal 12 cm und den klebe ich auf der Rückseite hinten quer rüber. Hier. So. Gucke ich jetzt, dass das oben gerade liegt, weil wir haben ja ein bisschen korrigiert. Dann müssen wir es unten auch gerade hinkleben, so dass links und rechts gleich viel übersteht. Ich muss es einfach noch mal gerade schneiden, das oben liegt. Schneide ich hier drüben noch ein kleines Stück ab, um das gerade zu haben, weil das sonst nachher in unserem Schlitten klemmt. Ich schneide minimal nach. Jetzt bin ich aber zufrieden. Genau, also auf die Rückseite, unten quer rüber. Unsere Schiene, die dann links und rechts 5 mm etwa übersteht. Genau. So, das haben wir. Das haben wir auch. Das legen wir hier rein. Jetzt machen wir mal einen trockenen Lauf. Ob das so funktioniert, wie wir uns das denken. Das fädeln wir mal hier rein. Jetzt müssen wir zum einen gucken, ob das wirklich zu breit ist. Es ist minimal zu breit, also müssen wir da oben noch ein kleines Stück abschneiden. Das mache ich aber in der Form so, dass ich hier drüben die Schiene ein Stück verbreite. Also die Lücke. Das steht immer noch genug. Wie gesagt, ich habe das deswegen so knapp gemessen, weil ich einfach der Meinung war, es soll auch knapp funktionieren. Sonst wackelt das so. Ich lege das mal ein. Und jetzt ist es super. Jetzt schleift es wunderbar raus und rein. Hier haben wir es nur noch nicht richtig gelegt. Das kommt gleich. Nehme ich jetzt die Folie und klappe sie nach vorne. Ich zeige das gleich nochmal in Ruhe. Genau. So, jetzt hast du es hier oben mit der Lücke. Liegt das bündig, mittig. Super. Und jetzt gucken wir die Mechanik an. So wird unser Bild farbig. Schwarz-Weiß, farbig. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt klappen wir das oben wieder um, holen das raus, legen das rein. Ich mache das dann gleich nochmal komplett, so dass du das bestimmt siehst, wie ich mir das vorstelle. Nehme jetzt den Text. Du bist die Farbe im Alltagsgrau. Ich habe mir gedacht, mit Fräsienlila sieht das kein Mensch, solange es schwarz-weiß ist. Aber wenn du dann den Steg hochholst, den Schlitten hochfahren lässt, dann sieht man das. Der kleine Gruß. Du bist die Farbe im Alltagsgrau. Also alles andere hinstempeln, das, was deine Message ist, die Botschaft deiner Karte. Okay, jetzt klappen wir wieder auf. Als erstes, ich setze mir das mal rein, das ist ein gutes Maß, lege ich das so hin und setze links und rechts mein doppelseitiges Abreißklebeband, um die Karte am Ende bündig zu verschließen. Damit die Mechanik funktioniert, setze ich dann als nächstes hier genau an den Rand von meiner Aussparung oben gerade nach unten doppelseitiges Abreißklebeband und das gleiche hier drüben. Von meiner Aussparung angefangen, gerade nach unten, dass mein Bild, mein Motiv hier mit der Folie am Ende gut mittig durchläuft. Die Häkchen, die ich hier unten habe, werden auf der zweiten Ebene sein. Das heißt, ich klappe das jetzt auf, ich fädel das hier durch, ich schiebe das nach oben raus, halte das so, schiebe es bis oben hängt und ziehe jetzt die Folie einmal drüber und schiebe es wieder runter. Bis hier kann ich rausziehen, es bleibt ein Steg stehen, dass meine Folie nicht wegrutscht. Genau. Dann lege ich das bündig hier rein und mache noch alles, was man machen kann, indem ich hier, bevor ich es klebe,
hier oben einmal die Rundung reinstanze, mittig, sehr schön mittig. Man kann es messen, gute Nachricht. Ich mache es natürlich so, damit ich das nachher gut greifen kann. Und hier an das Element mittig mit meiner Lochzange, da hast du sicher auch ein Exemplar, mein Bändchen anbringe. Das mittig mache ich wirklich erst zum Schluss, beschließe ich gerade, weil es dann hier wirklich auch mittig liegt. Genau. Okay, wollen wir? Wir trauen uns jetzt, ne? Okay, es liegt gut mittig drin. Theoretisch ziehen wir es gut hoch. Wenn ich was vergessen habe, wäre jetzt dein Moment, mir das zu sagen. Ich lege es mittig rein, ich messe es, ich passe es. Ich mache Folgendes, ich fixiere mir das hinten. Hier hinten passiert nichts, ist alles frei. Deswegen kommt oben und unten jetzt eine Bahn hin, wo das fest ist. Wichtig ist, dass diese Mechanik wirklich innen gut fixiert ist. Dann funktioniert es nicht. Sonst funktioniert es nicht, in kurzen Worten gesagt. So, jetzt mittig oben platzieren. Die Haken liegen bündig. Hier nach unten. Das Ding liegt schon mal. Das nächste liegt gerade. Müssen wir gucken, ob es noch liegt oder ja. Das ist Zauberei, ne? Wir haben das im Zwischenboden, du erinnerst dich? Genau, also Folie, bestempelte Fläche. Rückseite, farbiges Feld, du weißt, also das farbige Feld, was hier oben verbunden ist, und hinten die Mechanik. Zweiter ist hier jetzt fixiert. Und jetzt wirklich nur noch alles gerade rücken und hoffen, dass es funktioniert. So, ich habe schon mal so eine Karte gemacht, und zwar war das eine Herbstkarte. Die verlinke ich dir, wie immer alles, ne? Verlinke ich dir oben bei dem i, wo mein Kopf sitzt. Und jetzt schaue ich erst nochmal, dass hier alles safe geht. Wichtig ist, dass die Folie frei läuft hier. Ne? Dieses Element muss wirklich mittig sitzen, frei laufen und das oben bündig. Und jetzt beide Klebeflächen und alles aufeinander. Falzbein einmal streichen. Bei der anderen Karte ist es eine Herbstkarte und da ist zuerst farbig und dann wird es schwarz-weiß. Und zwar wechselt da der Herbst in den Winter. Jetzt ziehe ich mir hier oben mein Element und guck mal, ach, es läuft wie verrückt, haben wir ein Glück. Das dauert einen kleinen Moment, bis sich das gerade hier einfädelt, aber das war bei der anderen auch so. Also es geht erstmal ein bisschen straff und dann muss es einfach gerade nach unten geschoben werden, aber das ist nur eine kurze Sequenz. Wenn das eng wird und schwierig wird, habe ich auch schon den nächsten Trick. Da gehst du hier einmal rein und streichst dir mal diese Kante einfach minimal nach außen. Ich habe es noch nicht probiert, ob man hier auf Abstand arbeitet, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Und dann wird es einfach hier wieder nach unten reingeschoben. Gucken, dass es oben bündig ist, dass alles gut passt. Und jetzt wird außen dekoriert. Dafür habe ich mir mit der Stanze und den Stempeln mit Memento ganz einfach Blüten gestempelt, ausgestanzt und auch Blätter. Und dafür habe ich mir angeschaut, wie läuft meine Stanze. So rum läuft sie. Jetzt habe ich kurz überlegt, was habe ich denn da wieder gemacht. Habe die aufgestempelt und farbig gestempelt und auf einen Streifen. Und dadurch habe ich auch nicht viel Abfall und es fliegen hier nicht halbe Blüten durch oder so. Und ich stanze mir dann meine Blätter aus. Ganz schnelle Sache, habe ich letztens schon mal gezeigt. Gemerkt, ich habe mit dem Set eigentlich schon richtig viel gemacht. Mit dem Petal Park. Mache ja nicht so viel mit Blumen, aber dann doch. Ich habe dir letztens eine Box zur Hochzeit gezeigt oder zur Silberhochzeit. Jetzt bin ich im Blätterstanzen, du merkst schon, im Rausch. Fertig. Der Kleinkram, den mache ich nachher Tatsache weg. Das denkt man immer nicht bei mir. Man denkt vielleicht, das bleibt ewig liegen. Nein, den macht sie nachher weg. Ich muss hier mal einmal kurz meine Technik wieder rausholen. Da ist sie. Das sieht schon cool aus, oder? Okay. Ja, geht immer mehr. Du kannst da natürlich viel mehr. Bin ich mir sicher. Ich setze jetzt hier unten ein paar Blütchen auf. Du hast schon gemerkt, ich habe mich mit Sprüchen erstmal zurückgehalten. Ich weiß noch gar nicht genau, für welchen Anlass wir dieses tolle Teil benutzen. Gucken, dass wir jetzt nicht auf die Folie kleben, weil richtig, das geht dann mit hoch. Habe ich alles schon gehabt. Also, ne, kann man machen. Ist bestimmt auch witzig, kann man aber auch lassen. So, dann hier drüben. Jetzt kommen noch die Blätter, die wir eben so schön ausgestanzt haben. Und wir tragen das ganze Teil einfach zu einem kompletten Paket zusammen. Richtig, uns fehlt doch noch was. Wir brauchen noch ein Bändchen oben. Das machen wir gleich.
Da können wir tatsächlich mal mit Bleistift und so arbeiten und uns was markieren. Und hier oben die Rundung. Hier kommt das Loch hin. Ziehe ich mal leicht raus. Du bringst Farbe ins Alltagsgrau, passt echt gut, ne? So. Ja, schon mal durch mehrere Schichten. Funktioniert auch. Dann nehme ich mein Schleifenband und entweder die Häkelnadel, aber die habe ich irgendwie vergraben. Das ist jedes Mal, ne? Ich benutze die einmal und dann packe ich sie dahin, wo ich sie dann nicht vermute. Also halbieren wir uns das mal so. Nehmen hier vorne eine kleine Kante. Falten, falten, falten. Schieben das hier durch. Gucken, dass die Spitze rauskommt. Haben eine Schlinge. Stecken das hier oben rein. Das ist die schnellste Variante. Du kannst natürlich noch 1000 andere Sachen machen, aber meine Variante war jetzt also die. Jetzt schiebe ich das nochmal rein und setze noch meine Blätter dazwischen. Und fertig ist meine Zauberkarte. Magic Card, Farbwechselkarte, wie du möchtest. Du bist die Farbe im Alltagsgraukarte. Da geht echt alles. Geburtstagskarte, Hochzeitskarte, Überraschungskarte. Dir wird was einfallen. Okay, so. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Krams beiseite. Viel mehr werde ich nicht machen. Das lege ich so hin. Das halte ich so fest. Das kann man so halten und dann kann man das so ziehen. Du bist die Farbe im Alltagsgrau. Und das Ganze wieder zurückschieben. Ja, einmal so. Einmal so, die klappt ein bisschen. Die war wirklich der Prototyp. Und einmal hier ganz einfach mit weißem Farbkarton. Und am Ende habe ich das hier bestempelt. Und die Farbe kommt eben wirklich erst, wenn man es rauszieht. Und wenn man es reinschiebt, ist es wieder schwarz-weiß. Ist auch was für jemanden, der ewig üben kann und schauen kann, wie kann das wohl funktionieren. Ich ziehe mal eins wieder raus, dann sieht das hier so beim Schlussbild schön aus. Das war zu weit. Da ist nämlich, jetzt weiß ich auch, wo der Mechanik klemmt, da ist der Haken unten rausgegangen. Das siehst du, so ergibt sich das. Bisschen Folie siehst du jetzt, das macht dir aber, hoffe ich, gar nichts. Okay, hab's geschafft. Zauberkarte. Ich bin gespannt. Bastel das mal nach und erzähl mir mal, ob es funktioniert. Ansonsten da und dort einen kleinen Millimeter weg oder dazu sind immer Ideen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau jetzt unbedingt weiter bei Annalena. Viel Freude damit und das nächste Demo-Doppel ist schon in der Pipeline. Es kann aber sein, lass dich überraschen, dass wir nochmal zwischendurch gemeinsam am Basteltisch etwas für dich zeigen. Also, bis demnächst in meinem nächsten Video und du geh gleich rüber direkt zu Annalena und zu ihrer Idee.